Ich habe diese Mütze gehäkelt und mein Postfach auf Instagram ist wortwörtlich explodiert. Deswegen machen wir jetzt einfach nochmal eine und das ist die Anleitung dazu. So, das ist mein erster Prototyp, bei dem ich die ganzen Enden auch nicht vernäht habe, weil ich den handgemachten Look ganz cute finde. Ich habe Baumwollgarn verwendet für eine 5 und 3 mm Nadel. Und eine 7 mm Häkelnadel, weil ich die am liebsten nutze. Nach einigen Versuchen habe ich herausgefunden, dass für meine Kopfgröße 38 Maschen in der Länge am besten sind. Man kann aber die Länge natürlich anpassen, wie man es möchte. Zuerst nehme ich mir also meine erste Garnkombination und starte mit 38 Luftmaschen. Und am Ende addiere ich noch 2, weil wir mit Double Crochets arbeiten werden, also insgesamt 40 Luftmaschen. Hier bin ich bei 40 angekommen, das heißt, wir gehen wieder zurück und starten mit dem ersten Double Crochet, was wir bis zum Ende einfach genauso wiederholen werden. Also einfach 38 Double Crochets wieder zurück. Hier zeige ich nochmal, wie ich nach 38 Double Crochets noch 2 Luftmaschen addiere und das ganze Projekt immer am Ende einer Reihe umdrehe, um dann wieder 38 Double Crochets zurückzugehen. Nach jeweils 4 Reihen Double Crochets ändere ich einfach die Farbkombination, indem ich den Garn einfach mit dem neuen Garn verknote. Hier checke ich einmal nochmal die Länge. Das war bei mir ca. 50 cm und damit dann auch ready. Das Ganze wird dann einfach zusammengeklappt und die Enden zusammengehäkelt, damit es dann einen Schlauch ergibt. Damit wäre das Ganze auch schon fast fertig. Ich habe dann schon mal das eine Ende hochgeklappt, um zu sehen, wie das Endprodukt aussehen wird. Denn jetzt müssen wir nur noch mit etwas Garn und einer Nadel das andere Ende verschließen. Dafür gehe ich einfach immer in die letzte Masche ringsrum und ziehe das Garn dann am Ende so richtig fest, damit sich das Loch dann schließt.